Hi, ich bin Victor. Ich mache seit 11 Jahren Cosplay. Ich cosplaye seit 11 Jahren. Hilfe. Ich habe immer noch Angst vor der Kamera. Yay! So funktioniert das. Also, ich mache einmal im Jahr auf YouTube Videos. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich einfach nicht weiß, was ich mache soll. Aber diesmal weiß ich tatsächlich, was ich mache. Und zwar nämlich Moko Queen hat mir ein Paket geschickt. Danke übrigens dafür. Ich liebe euch. Und nein, das ist nicht einfach nur dahergesagt, sondern tatsächlich liebe ich Moko Queen aus einem ganz besonderen Grund. Moko Queen hat, meiner Meinung nach, Kontaktlinsen, die ich jetzt nicht überall finde. Das bedeutet, wer zum Beispiel mich auch von Instagram und von TikTok kennt, weiß, dass meine Vox Cosplay-Kontaktlinsen auch ganz speziell sind, weil sie haben tatsächlich nicht nur das Muster, sondern auch den Blitz im Auge. Und ich liebe es. Ich liebe solche kleinen Details, selbst wenn man sie nicht immer sieht, aber man selbst weiß es irgendwie, dass es da ist. Ist wunderbar. Das heißt, ich werde euch nebenbei so, hoffentlich klappt das, mal ein Bild von meinem Vox-Cosplay und von den Kontaktlinsen selbst mal einfügen, damit ihr mal sehen könnt, was ich meine. Also, sie haben mir ein Paket geschickt mit 2 Kontaktlinsen, die ich mir raussuchen durfte. Und ich sag euch, eins davon könnt ihr schon ungefähr erkennen, für was es ist. Die zweite Linse, mm, 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 mm. Bleibt dran, guckt es euch an, es ist toll. Okay, ich bin ein richtiges Opfer für Verpackungen, also machen wir das zusammen auf. Und wenn mir das jetzt aus der Hand fällt, dann klatscht es auf den Boden, weil ich hier noch keinen Tisch habe. Aber naja, ich mache halt eben auch nie Videos. Kann ich so etwas? Nein. Kontrolle, keine Papiere, wunderbar. Also, wir haben diese wunderschöne Box hier und ich liebe es. Ich weiß nicht mehr noch, aber ich liebe holographische Details, Muster etc. etc. Also, alles wunderbar. Und das ist was ganz Tolles. Und die Boxen sehen übrigens immer so aus. Also, ich sehe schon. Also, eine Art dieser Linsen lasse ich hier drin, denn die werdet ihr erst ein bisschen später sehen. Und die hier, das hier ist die Box. Ganz wunderbar, wunderprächtig. Und ja, ich benutze meine Handykamera, dementsprechend ist es umgedreht. Und bitte entschuldigt mein, ich bin wirklich krank. Seit 3 Tagen. Aber ich konnte nicht anders da. Wir machen es natürlich ganz, ganz geheimnisvoll. Richtig geheimnisvoll. Und zwar, man sieht nur die Rückseite. Und hier vorne haben wir natürlich ihr Logo, Dioptrien und alles weitere, was ihr wissen müsst. Jetzt ist hier ganz wichtig, wir machen das im Schnellprozess, aber bitte, wenn ihr das macht, lasst euch mehr Zeit dafür. Die Salzlösung, die hier drin ist nicht für eure Augen bestimmt, sondern nur für den Transport. Das bedeutet, wenn ihr die Kontaktlinsen tragen wollt, mindestens 24 Stunden vorher bitte in die richtige Kontaktlösungs ja, reinmachen und mindestens 24 Stunden einwirken lassen, damit so, naja, das, was da drin ist, nicht an eure Augen kommt. Denn es muss nicht sein, aber es kann halt eben sein, dass irgendwas dann an eure Augen kommt und eure Augen finden das nicht so geil. Und wenn ihr weiterhin Kontaktlinsen tragen wollt, achtet besser drauf. Also, ich mache sie jetzt frisch, reinige sie einmal ordentlich und dann zeigen wir euch, mein Mann ist hinter der Kamera. Und mein Mann ist auch übrigens derjenige, der das alles hier schneiden darf. Yay! Also bitte einmal ganz viel Küsschen und Herzen für meinen Mann Jackie. Er macht nämlich die meiste Arbeit hier. Yay! Danke dafür, Schatz. Also, ich bin gleich wieder da mit neuen Kontaktlinsen. Frisches Wasser ist drin. Die Kontaktlinsen sind sauber. Meine Hände sind sauber. Wascht euch die Hände. Wenn ich irgendjemanden sehe, der sich mit dreckigen Grapschern in seinen Augen rumfummelt, ich komme zu euch nach Hause. Ich sag's euch, ich komme zu euch nach Hause. Erwartet persönlichen Besuch von mir. Krank. Also,
Ich hole euch mal die Kontaktlinsen raus und ich sage das gleich. Wie gesagt, ich nehme über mein Handy auf. Die Qualität ist... Aber ich habe mich noch nicht gewagt, Deutsch, mir eine richtige Kamera zu holen, weder noch ein richtiges Mikrofon. Das heißt, ich mache das über meine Kopfhörer. Great. Aber vielleicht, wenn dieses Video gut wird, besorge ich mir alles Nötige dafür, um euch und allen anderen Ohrenschmerzen zu ersparen. Also, das hier ist, wenn sie nicht an meinen Fingern kleben würde, das hier ist die Linse. Scharfeinstellung 0. Aber ihr seht schon ungefähr, wo es hingeht. Ich setze mir jetzt ein. Ich lasse euch gerne dabei zusehen. Wer es aber nicht mag, wenn sich Leuten in den Augen rumfummeln, bitte einmal skippen. Wird nicht lang dauern. Aber jeder, der jetzt genau zusehen will, wie ich mir in die Augen poke, kriegt jetzt eine wunderbare Nahaufnahme. Ich hoffe, das macht euch Spaß. Hi. Wir haben jetzt Augenkontakt, okay? Augenkontakt. Ich habe hier die Linse, einen Spiegel. Und jetzt versuchen wir die einzusetzen. Profi. Und jetzt kommt die zweite. Hallo nochmal. Okay. Okay. Also, das sind diese wunderbaren Linsen. Ich heule. Seitdem immer bewusst nass. Und ich muss sagen, ich bin verliebt. Ich bin einfach mal verliebt. Und ja, Knöpfe, Druckknöpfe. Ich hasse nichts mehr außer Druckknöpfe bei Cosplays. Darüber könnte ich übrigens auch ein ganzes Video machen. Wie sehr ich Druckknöpfe hasse. Egal, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht hier um diese wunderbaren Glubsche. Nochmal, danke an Moco Queen, dass ihr sie mir geschenkt habt. Ich bin richtig stolz drüber. Ich pause jetzt einfach so und wir tun jetzt einfach so, als ob das cool wäre, was ich hier tue, okay? Ihr seid mit mir. Ihr könnt gerne mitpausen. Wir machen jetzt einmal und einmal cool und einmal wobei man die Linsen von der Seite nicht sieht. But you get the drift, right? Also, das hier sind die Cyberpunk Lucy Linsen von Moco Queen, gesponsert. Danke dafür. Aber hier sind wir noch nicht fertig. Erstens, ich habe noch ein zweites Linsenpaar, was wir uns jetzt zusammen angucken werden. Aber allein dafür, nur für diese Linsen, wechsle ich einmal das ganze Cosplay. Es wird etwas bequemer sein und mich nicht umbringen und keine Druckknöpfe. Aber die Linsen werden genauso beeindruckend sein wie diese schöne Glubsche. Ich werde euch gleich im Anschluss nochmal hier und da ein paar Bilder einfügen, wie sie nochmal genauer aussehen mit der richtigen Kamera, weil ich doch keine richtige Videokamera habe. Ja, ich sag's nochmal. Ich bin die Kamera nicht gewöhnt. Ich bin es nicht gewöhnt, mich selber zu filmen. Das hier ist pures Chaos. Und das wird es jedes Mal sein. Aber ich habe mir fest dieses Jahr vorgenommen. Und für nächstes Jahr und für die ganzen weiteren Jahre. Ich bin jetzt 24. Ich drücke mich seit Jahren davor, eigenen Content zu machen. Und jetzt ist es langsam Zeit. Ich würde sagen, nach 11 bis 12 Jahren, es wird Zeit, oder? Jawohl. Also, ich zeige euch nochmal eine wunderbare Naheinstellung, ein paar Bilder und dann gehen wir auf zu den nächsten Linsen. Und vielleicht erkennen manche von euch schon den Anime. Und das wird toll. Also, Linsen sind drin. Sie sind wunderbar. Natürlich, wie bei jeden anderen Linsen, bewegen sie sich. Aber das macht nichts. Sie sind wunderschön, auch auf die Ferne. Wunderschön. Ich kann es nicht oft genug sagen. Danke dafür, Moco Queen. Ich liebe euch. Ich liebe euch ganz doll. Und eins möchte ich jetzt anmerken. Die Linsen sind unfassbar weich. Und das hat einen besonderen Vorteil. Jeder, der sich jetzt vielleicht nicht so ganz mit Kontaktlinsen auskennt, es gibt mehrere Stärken bei Kontaktlinsen zwischen super soft, Mix und Hartlinsen. Hartlinsen
die sind ein anderes Thema. Also ich persönlich trage sie sehr, sehr ungern, weil sie trocknen meine Augen aus, reißen auch irgendwie meine Augen. Und auch irgendwie, ich weiß nicht, reinzukriegen eine Sache, rauszukriegen, nein. Aber bei diesen Weichlinsen muss ich dazu sagen, sie liegen unfassbar gut. Klar, die Sicht ist, ich würde nicht direkt sagen eingeschränkt, aber man merkt einen Unterschied. Man merkt definitiv einen Unterschied. Aber sonst, ich habe kein Problem mit ihnen. Sie liegen äußerst bequem, aber das ist für Moco Queen äußerst bekannt. Deren Linsen sind sehr, sehr weich und lassen sich dementsprechend auch einsetzen. Für manche vielleicht ein bisschen fidgety, weil die sich natürlich rumbiegen, wie sie wollen. Aber in dem Moment, wo sie drin sind, merkt ihr so gut wie nichts mehr davon. Also ich persönlich merke nichts mehr davon. Bei jedem kann das natürlich variieren, aber wie immer testen, ausprobieren. Aber wenn ihr tatsächlich sehr weiche Linsen wollt, empfehle ich euch Moco Queen. Und gerade für diese ganz ausgefallenen Linsen, jetzt kurz vor Halloween sowieso, wer ausgefallenere Linsen braucht, holt sie euch von Moco Queen. Ich liebe sie. Und jetzt die zweiten Linsen. Das wird alles in einem Video sein. Diese Linsen sind aus einem anderen Anime, den ich tatsächlich gerade erst angefangen habe. Und ich bin so überzeugt von ihm, dass ich sie unbedingt haben musste. Und in dem Moment, wo Moco Queen mir gesagt hat, ich darf mir die Kontaktlinse raussuchen, war klar, dass ich dieses Paar brauche. Ich werde euch nicht ganz zeigen, was da drauf ist, solange bis ich fertig bin. Ich sage euch nur eins, es geht um Idols, ein Doktor und nennen wir es mal Stern in den Augen. Ihr könnt in den Kommentaren schon mal anfangen zu rätseln, wer es wohl sein wird. Bis gleich. Ich bin fertig. Also, von Lucy jetzt etwas komplett anderes. Manche können es erraten, manche nicht. Kommt drauf an, wer den Anime geguckt hat. Also, wir sind immer noch hier bei Moco Queen und wir sind jetzt hier bei den zweiten Linsen, die sie mir geschickt haben. Und die sind teilweise sogar ein bisschen hübscher als die von Lucy. Meiner Meinung nach. Also, so sieht die Verpackung erstmal aus. Und nein, wir sehen hier noch nicht, was drauf ist, aber ihr werdet es gleich sehen. Auch wunderschön mit Glitzerkleber. Jetzt versuche ich das auf die Schnelle zu öffnen. Wenn nicht, naja, müsst ihr heute eben 3 Stunden warten. Ne? So. Auf der einen Seite sehen wir nicht, was drauf ist. Hier sehen wir schon ein bisschen, was drauf ist. Es wird gut. Ich weiß jetzt schon ganz genau, es wird gut. Hier ist wieder die Rückseite. Alles hier ist dasselbe. Und genauso wie ich es davor gesagt habe, die Kontaktlinsen sind normalerweise 24 Stunden vorher in der richtigen Lösung ein bisschen auftauen lassen. Sonst ist es schlecht für die Augen. Ich mache es jetzt auf die Schnelle. Macht es nicht wie ich. Macht es ordentlich. Euren Augen zu lieben. Denn das könnt ihr wahrscheinlich nie wieder Kontaktlinsen tragen. Yay! Wir setzen jetzt schon mal die eine ein. Und jetzt wieder jeder, der Augengrumfummeln nicht leiden kann, weg. Jeder, der Augenfummeln mag, zugucken. Also, bevor ich die Linse jetzt gleich ins Wasser tue, hier mal ein kleines Close-Up. Wenn es natürlich ranzoomen würde, das tut es nie. Und ihr seht schon, sie ist richtig hübsch. Ich liebe so etwas. Ich lieb's. Und davon gibt es übrigens auch noch die pink-lilane Version. Alle davon sind hübsch. Kauft sie euch. Okay. Wir haben die Kontaktlinse jetzt hier drauf und die kommt jetzt hier rein. Das wird jetzt richtig toll. Ich habe übrigens so einen kleinen Spiegel. Voila. Nummer 1 ist drin. Und ich sehe nicht viel. So. Jeder, der natürlich den Anime kennt, kann sich schon ungefähr denken,
Hier würde jetzt eine, ein normales Auge, ja, eine normale blaue Kontaktlinse reinkommen. Hier machen wir das jetzt einmal nicht. Erstens, um die Linsen von Moco Queen richtig zu zeigen. Und zweitens, damit ihr einen wunderbaren doppelten Einblick bekommt, wie die Kontaktlinsen aussehen. Und es wird toll. Also hole ich jetzt die zweite Linse, rein damit, wird nice. Linse Nummer 2. Schön, oder? Ich meine, ist definitiv beeindruckend, aber mein Sichtfeld ist schwimmig weiß. Aber das liegt natürlich am weißen Gitternetz auf der Linse, damit es diesen wunderbaren Sterneffekt hat. Was hält mein Mann davon? 10%. Hier haben wir noch mein wunderbares Close-Up. Und ich muss wirklich sagen, ich finde diese Linse teilweise schöner als die von Lucy. Davon gibt es natürlich auch, wie gesagt, Pink und Lila. Und alle beide machen definitiv was her. Also hier gibt es nochmal ein wunderbares Close-Up von diesen wunderschönen Kontaktlinsen. Ich bin wirklich ein richtiger Fan von ihnen. Einfach weil, naja, schon auf die Ferne machen sie schon was her. Sie sind äußerst bequem, weich auf den Augen. Und dieses weiße Gitternetz ist gar nicht mal so schlimm, wie man es vermuten würde. Also ich hatte schon andere Linsen mit farbigen Gittern. Würde ich jetzt keinen Convention-Tag damit überstehen. Aber mit denen kann ich mir das eigentlich schon ganz gut vorstellen. Vor allem, ich finde den Farbverlauf wirklich schön gemacht. Und wie gesagt, der Effekt von den Sternen sticht wirklich sehr gut hervor. Also, noch einmal. Für diese Linsen bedanke ich mich bei Moco Queen. Sie waren nämlich wirklich so nett und haben mich diese Linsen selber aussuchen lassen. Und deswegen, weil sie auch so nett sind, haben sie auch etwas für euch, was ich euch jetzt geben kann. Mit meinem Code NECO, der hier hoffentlich hier nochmal erscheinen wird, wenn mein Ehemann mir das so nett reinschneidet. Danke dafür. Bekommt ihr 10% Rabatt bei Moco Queen. Das heißt, 10% gehen auf mich, weil ich euch lieb habt und weil Moco Queen möchte, dass ihr tolle Kontaktlinsen bekommt. Die 10% gelten quasi auf alles. Und mit denen könnt ihr euch definitiv gerade zu Halloween jetzt nur Kontaktlinsen gönnen. Ich hoffe, sie gefallen euch. Mir gefallen sie definitiv. Und bitte lasst Moco Queen ganz, ganz viel Liebe von mir da. Sagt ihnen, dass ihr von mir kommt. Ne? Ganz viele Katzenherzen. Super, super viele Katzenherzen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Und ich zeige euch jetzt gleich nochmal ein paar Close-Up-Bilder, damit ihr schon geiern könnt. Also, bye!